Hallo zusammen, schön euch zu sehen. Heute gibt es ein sehr einfaches Gericht, das gute Laune macht. Eine klassische Variante von aus wenig viel machen. Ich beginne mit dem, was in jedem guten Rezept enthalten ist. Einem Ei. Ich schlage es in eine Schüssel und verquirle es, bis es luftig ist und sich ein leichter Schaum bildet. Jetzt kümmere ich mich um die Zucchini. Eine reicht völlig aus. Und ich reibe sie auf einer feinen Reibe. Je feiner die Reibe, desto zarter wird die Konsistenz. Während ich reibe, erzählen Sie mir doch, aus welcher Stadt und welchem Land Sie heute zuschauen. Schreiben Sie mir unbedingt in den Kommentaren. Ich liebe es, wenn unsere kleine Küche um die Welt reist. Wenn Ihr Zucchini besonders groß ist, können Sie die wässrigen Kerne grob herauskratzen, aber in den meisten Fällen ist das nicht notwendig. Sehr wichtig, die Flüssigkeit. Ich nehme den geriebenen Kürbis in beide Hände und drücke ihn kräftig aus. Scheuen Sie sich nicht. Das ist der Unterschied zwischen nicht schlecht und oh, wow, knusprig. Je trockener der Kürbis, desto besser hält die Masse zusammen und desto goldbrauner wird sie später. Die Reste gebe ich in eine große Schüssel. Dann schneide ich die Zwiebel. So fein wie möglich, damit sie dem Teig Aroma verleiht, aber beim Essen nicht auffällt. Wenn dabei ein paar Tränen fließen, ist das nicht schlimm. Das ist nur die Zwiebel, die sich über ihren Auftritt freut. Die Karotten reibe ich ebenfalls auf einer feinen Reibe. Das sorgt nicht nur für Farbe, sondern auch für eine leichte Süße, die später wunderbar mit den Gewürzen harmoniert. Und jetzt das Wichtigste. Zucchini, Zwiebeln und Karotten werden in die Schüssel gegeben, ohne zu vermischen. Für die Saftigkeit füge ich 2 Esslöffel Joghurt hinzu und gieße dann das verquirlte Ei hinzu. Jetzt streue ich 150 Gramm Mehl darüber. Und jetzt kommt das Interessanteste. Ich vermische alles sorgfältig, bis eine glatte, leicht streichfähige Masse entsteht. Wie ein etwas dickflüssigerer Pfannkuchenteig. Dann füge ich Salz und Pfeffer nach Geschmack hinzu. Wir probieren. Aber mit der endgültigen Bewertung warten wir noch, denn das Ei ist noch hoch. Zeit, die Pfanne herauszuholen. Ich erhitze sie auf mittlerer Hitze und gebe etwas Pflanzenöl hinzu. Gerade so viel, dass sich am Boden ein dünner Film bildet. Wenn die Pfanne heiß ist, verteile ich die Gemüsemischung gleichmäßig in einer dünnen Schicht. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Sie sollte den Boden bedecken, aber noch etwas strukturiert bleiben. Jetzt heißt es Geduld haben. Bei mittlerer Hitze brate ich die erste Seite etwa 6 bis 8 Minuten lang, ohne sie anzurühren. Ein gutes Zeichen dafür, dass man wenden kann, sind leicht getrocknete Ränder und eine goldbraune Unterseite, die schon leicht nach Braten riecht. Das Wenden ist ganz einfach. Ich hebe den Rand mit einem Pfannenwender leicht an, überprüfe die Farbe und wende den Pfannkuchen mit einer Bewegung. Die zweite Seite brate ich noch etwa 6 Minuten bei mittlerer Hitze. Ich bestreiche eine Hälfte mit Ketchup oder Ihrer Lieblingssoße. Ich bin in dieser Frage ganz und gar nicht wählerisch. Dann streue ich so viel Käse darüber, wie ich möchte. Sie kennen mich. Käse löst keine Probleme, macht sie aber viel angenehmer. Jetzt falte ich die zweite Hälfte wie einen Halbmond. Streue noch eine Handvoll Käse darüber, decke die Pfanne mit einem Deckel zu und lasse alles etwa 3 Minuten lang schmelzen. Das ist der Sauna-Moment für unseren Pfannkuchen. Kurz, sanft und mit großer Wirkung. Und dann nehmen wir sie aus der Pfanne. Atmen Sie tief ein. Was für ein Duft, und versuchen Sie, sich zurückzuhalten, um nicht sofort in den Pfannkuchen zu beißen.
Während der erste Pfannkuchen genüsslich auf der Zunge zergeht, mache ich mich sofort an den zweiten. Der Vorgang bleibt derselbe, nur die Soße ändere ich. Diesmal verwende ich statt Ketchup Mayonnaise. Das macht die Füllung besonders cremig und verleiht den Pfannkuchen eine Bistro-Atmosphäre. Wir bestreuen sie erneut mit Käse. Falten sie zusammen, geben noch etwas Käse darüber, decken sie mit einem Deckel ab und lassen sie 3 Minuten lang schmelzen. Sie hören, wie der Käse leise zischt. Das bedeutet, dass alles fertig ist. Vor dem Servieren nehme ich auch den zweiten Pfannkuchen vorsichtig aus der Pfanne. Die Ränder sind goldbraun, die Mitte ist weich und saftig und der Käse zieht kleine Fäden, die sofort das Herz zum Schmelzen bringen. Nach Belieben können Sie die Halbmonde in Stücke schneiden. So eignen sie sich gut als Snack. Oder ganz servieren, rustikal und schlicht. Beide Varianten sind gut. Beide machen glücklich. Ich verspreche Ihnen, dies ist eines der Rezepte, die Sie jeden Tag zubereiten werden.